Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute organisieren wir gemeinsam die Kleiderschränke der Kinder. Dieser Kleiderschrank gehört Max und ist von Ikea. Das Tolle an diesem Schrank ist, dass er einzelne Türen hat und auch einzelne Schubfächer. Das heißt, man braucht kaum noch was zu kaufen, weil alles da ist. Rechts über der Kleiderstange müsste eigentlich noch ein Regal eingebaut werden. Wir haben uns aber dazu entschlossen, es wegzulassen und stattdessen nochmal eine Kleiderstange mit dran zu bauen. Hier rechts vom Kleiderschrank seht ihr nochmal alle gewaschenen Sachen. Die meisten davon sind in der neuen Größe. An sich sieht der Kleiderschrank nicht sehr chaotisch aus. Der einzige Grund, warum ich die Sachen nochmal austauschen wollte, war der, dass Max jetzt nämlich auf eine neue Größe gesprungen ist. Das heißt, die ganzen Sachen in 116 passen ihm nicht mehr. Und ich hatte viele neue Sachen besorgt und dann wollte ich einfach mal alles mit einem Schwung erledigt haben. Und deshalb machen wir das Ganze heute. Ich habe damit begonnen, dass ich den Kleiderschrank einmal entleert habe. Das heißt, alle Sachen kamen einmal auf den Boden und nichts war mehr im Kleiderschrank zu sehen, bis auf die Bettwäsche, die da übergeblieben ist. Ganz ehrlich, keine Ahnung, wie ihr das macht, aber ich kann nicht mit offenen Haaren arbeiten. Es läuft weder auf der Arbeit, noch läuft es zu Hause im Haushalt. Ich muss mir einen Zopf machen oder einen Dutt. Ich habe mit dem einfachsten zuerst begonnen. In seinem Fall war es jetzt die Unterwäsche und auch seine Badeshorts. Da ich die Unterwäsche erst vor kurzem aussortiert habe, war hier nicht mehr viel nötig. Seine Socken hingegen haben mich eine Ewigkeit gekostet. Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass das so ein schneller Schritt ist, deswegen habe ich ihn als zweites gemacht. Ich muss aber gestehen, dadurch, dass ich jedes Sockenpaar aufrollen musste, um zu sehen, welche Größe es ist, weil man es ja von außen nicht unbedingt sehen kann, das hat mich sehr, sehr viel Zeit gekostet. Ihr seht es hier im Schnelldurchlauf, es sind 20 Sekunden. Mich hat das Ganze eine halbe Stunde gekostet. Seine Strümpfe waren allesamt zu klein, deswegen kamen sie weg. Bei den Fußballsachen habe ich eigentlich nur noch mal geschaut, ob irgendwelche T-Shirts oder Shorts dazwischen gerutscht sind, die da nicht hingehören. T-Shirts habe ich in 2 Teile geteilt. Der eine Bereich war noch die 116er, die etwas größer ausfallen und er sie noch tragen kann. Und die anderen waren schon die neuen, also die 122er und ganz unten liegen dann auch noch die 128er. Diesen Schritt hätte ich aber nicht unbedingt machen müssen, denn ganz ehrlich, jetzt beim Einsortieren der Wäsche, wenn ich saubere Wäsche habe, packe ich alles nur auf einen Haufen und gucke mir die nicht nochmal gesondert an. Also inzwischen liegt nur noch ein Stapel da. Den Pyjamas habe ich nur noch die passenden Unterteile zu den Oberteilen gelegt. Das war der schwierigste Part von allem, die Pullover. Wie ihr sehen könnt, hat er zig Pullover. Ich weiß nicht so recht, woher die alle kommen. Der größte Teil davon ist neu gekauft und alles, was eigentlich zuvor im Kleiderschrank war, kam auch weg. Allerdings hat mich das wirklich Überwindung gekostet, das alles nochmal durchzugehen und einzusortieren, weil es halt wirklich viel war und ich auch gar keine Lust mehr hatte nach den ganzen vorherigen Klamotten. Hat sich wieder mal gezeigt, dass die eine Kleiderstange, die in dem Schrank vorhanden ist, definitiv nicht ausreicht. Wir mussten eine zweite anbringen. Das werdet ihr dann im Nachherbild nochmal sehen, wie das Ganze aussieht. Hier hatte ich tatsächlich Probleme, alle Pullover unterzukriegen. Deswegen habe ich erstmal, solange die Kleiderstange noch nicht dran gebaut war, alle Pullover über die Kleiderstange gehangen, weil ich sie einfach nur aus meinem Blickfeld haben wollte. Die Hosen waren recht schnell einzusortieren. Da er kaum Stoffhosen und Jeans im Vorfeld hatte, die ihm noch gepasst hatten, hatte ich die alten schon im Vorfeld entsorgt. Bei den Jogginghosen ist es eine ganz andere Geschichte. Dieses Kind lebt in seinen Jogginghosen. Deswegen hatte ich da auch ein bisschen mehr zu tun.
habe ich die Shorts nochmal nach dem Material sortiert. Die einen sind Jeans-Shorts, die anderen sind Stoff-Shorts und die anderen sind wirklich diese ganz, ganz leichten aus Baumwolle. Gerade wenn man denkt, dass man fertig ist, sieht man, man hat doch noch was. Hier mache ich die nächste Größe fertig. Das sind Teile, die er entweder geschenkt bekommen hat oder die ich bereits im Vorfeld gekauft hatte, weil ich die hübsch fand oder etwas Ähnliches. Diese Jacken kamen einfach erstmal zur Seite, damit er sie nochmal anprobiert, sobald er zu Hause ist. Und so sieht dann das fertige Ergebnis aus. Wie ihr sehen könnt, hat diese zweite Kleiderstange wirklich Wunder vollbracht. Sie gehört da meiner Meinung nach hin. Auf jeden Fall wirkt das Ganze jetzt viel besser und ihr seht, was ich in die einzelnen Fächer reingepackt habe. Es ist organisierter, es ist für ihn leichter zu erreichen. Ein neuer Tag, ein neuer Kinderkleiderschrank. Hier seht ihr Emmas Kleiderschrank. Dieser ist von Porter und ist vom Stil her ganz anders. Wie so ein typischer Kleiderschrank, der wahrscheinlich bei jedem Kind im Kinderzimmer steht. Im Gegensatz zu Max' Kleiderschrank ist Emmas Kleiderschrank immer ein Chaos. Sie ist ein typisches Mädchen, was sich 100-mal am Tag umziehen will. Das heißt, sie steht auch immer vor ihrem Kleiderschrank und räumt alles aus, um zu sehen, was sie denn hat. Wie auch zuvor schon bei Max beginne ich damit, dass ich einmal alles aus dem Kleiderschrank heraushole und die Flächen nochmal abwische. Und auch Emma ist jetzt in der nächsten Größe. Das heißt, die ganzen 80er Sachen habe ich einmal entsorgt bzw. auf den Dachboden gepackt für Freundinnen oder Bekannte, die dann hoffentlich mal ein Mädchen kriegen. Ich habe die neuen Sachen von Emma im Vorfeld bereits gewaschen. Die Sachen habe ich allerdings nicht gekauft. Die habe ich komplett von meiner Cousine bekommen, weil sie ein Jahr zuvor ein Kind bekommen hat. Und somit kriege ich dann immer die ganzen Sachen, die ihrer Kleinen zu klein sind, für meine Kleine. Und auch hier habe ich mit den leichtesten Sachen zuerst begonnen. In dem Fall auch wieder die Badesachen mit der Unterwäsche. Die Strümpfe haben mich eine Ewigkeit gekostet. Da war das wirklich so, dass ich viel behalten habe, weil ich einfach nur an den Füßchen die Größe nicht mehr erkennen konnte. Und wenn ich nach Augenmaß nicht feststellen konnte, ob diese Strümpfe zu klein sind, habe ich sie erstmal mit beibehalten. Wenn ich sie ja anziehe und sie passen nicht mehr, ziehe ich sie halt einfach direkt aus und packe sie weg. Ihre Söckchen sortiere ich ständig aus. Deshalb war dieser Schritt eigentlich auch ziemlich schnell erledigt. Ich musste kaum was machen, weil ich ungefähr einen Monat, vielleicht auch 1,5 zuvor, ihre Socken einmal aussortiert habe und ihr komplett neue Socken gekauft hatte. Schneiden dieses Videos habe ich erst gemerkt, wie viele Sachen sie eigentlich hat. Für ein Kind, das noch keine 2 ist, hat sie extrem viele Sachen. Und die meisten Sachen davon habe ich ihr tatsächlich noch nicht mal angezogen. Oder einmal schnell für ein Foto und dann hatte sie gar keine Lust mehr. Hosen habe ich dann in 3 Stapel aufgeteilt. Die einen sind Jogginghosen, die anderen sind Leggings und das andere sind schwere Hosen bzw. Jeans. Die meisten ihrer Pyjamas hat sie noch von Max geerbt.
musste ich nochmal jeden einzelnen Body hochheben, um zu sehen, ob da irgendwelche Flecken sind, die ich nach dem Waschen nicht rausbekommen habe. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. Zwischendurch essen sie was eine rote Soße hat oder ähnliches. Und dann dauert es Ewigkeiten, bis man sie rauskriegt aus der Wäsche. Ja, und zwischendurch finden sich dann auch mal Socken an, weil die gerade im Wäschekorb lagen und mit einsortiert werden wollten. Yep, alle 2 Sekunden habe ich genau diesen Gesichtsausdruck gehabt. Irgendwann konnte ich einfach nicht mehr, ganz ehrlich. Ich wollte es nur noch hinter mich bringen. Zwischendurch wollte ich auch einfach nur aufhören, weil es zu viel war. Da sie so viele Pullover hat, wusste ich gar nicht so recht, wie ich hier vorgehen soll. Ich habe mich letzten Endes dazu entschieden, die dicken Pullover an die Kleiderstange zu hängen und die dünnen Pullover einzusortieren. Ganz im Ernst, sie hat 1000 Kleider. Wie viele hatte sie davon an? Vielleicht 2. Auch wenn sie sich gerne umzieht oder gern verkleidet, ist sie nicht so der Kleidertyp. Sie hat halt ihre Leggings und ihre T-Shirts lieber als die Kleider. Da die Kleider aber alle so süß aussehen, kann ich sie nicht einfach so wegpacken. Das ist so dieses Mutterding. Ich sehe die Kleider und denke mir, oh, irgendwann zieht sie es an. Ich behalte es jetzt einfach mal da. Und deswegen ist es im Kleiderschrank. Anziehen tun wir es aber nicht. Bei den Shorts und Röcken habe ich gemerkt, dass sie definitiv zu wenig Shorts hat. Die muss ich ihr nachkaufen. Der Haufen mit den T-Shirts war wirklich leicht zu sortieren. Wie man sehen kann, liegt ja kaum noch was auf dem Boden rum. Das heißt, ich musste nicht durch die ganzen Wäscheberge nochmal durchkramen, um zu gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Gerade wenn man denkt, man hat es geschafft, blickt man sich nochmal um und entdeckt nochmal einen Berg mit Jacken. Den Teil, den ich hier im Video ausgelassen habe, den ich aber tatsächlich gemacht habe, das ist ihre nächste Größe durchzusehen. Dadurch, dass sie ja ihre ganzen Sachen von meiner Cousine bekommt, habe ich auch schon die nächste Größe bei mir liegen gehabt und die ist auch weiterhin auf ihrem Kleiderschrank. Da greife ich dann jetzt demnächst drauf zu, denn die Kleine ist wieder gewachsen. Das heißt, den ganzen Prozess hier darf ich wieder wiederholen. Das ist der letzte Part, versprochen, und dann haben wir es auch geschafft. Ja, ihre Schuhe. Wie ihr sehen könnt, hat sie auch viele Schuhe. Und das hat einfach nur den Grund, weil meine Cousine halt sehr viele Schuhe für ihre Kleine kauft. Meine hat dann ihre 2, 3 Lieblingssandalen und das ist dann das, was sie anzieht. Der Rest, der liegt dann einfach nur rum und kommt weg, sobald sie rausgewachsen ist. So sieht der Kleiderschrank dann aufgeräumt aus. Alles ist schön ordentlich. Es ist so schön, das zu sehen. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ich glaube, Emma kam eine Stunde später. Und am nächsten Tag sah das Ganze fast genauso aus wie das Vorher-Video. Ja, es bleibt nicht aus mit Kindern. Ihr kennt es. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.